Herzlich willkommen zu Alltag Deutsch Podcast. Hallo zusammen. Schön, dass ihr heute wieder mit dabei seid. Genau. Wir freuen uns sehr, dass ihr zuhört. Ja, absolut. Also, wir haben heute ein wirklich spannendes Thema für euch. Heute ist nämlich Tag 141 in unserem Lernprogramm. Richtig. Und das Thema heute ist Politik und Wahlen. Aber keine Sorge, es wird nicht zu kompliziert. Nein, gar nicht. Wir schauen uns heute 15 ganz wichtige Wörter für den Alltag an. Genau, Wörter, die ihr braucht, um die Nachrichten zu verstehen oder über Konflikte in der Gesellschaft zu sprechen. Und bevor wir richtig anfangen, noch ein kleiner Shadowing-Hinweis für euch. Ah ja, sehr wichtig. Hört gut zu und achtet auf unsere Aussprache. Und auf den Rhythmus der Sprache. Versucht einfach, uns leise nachzusprechen. Genau, das hilft enorm beim Lernen. Und noch etwas. Bleibt bis zum Ende dieser Folge, denn dort hört ihr unsere Mini-Story. Ja, unsere Geschichte am Ende enthält nochmal alle 15 Wörter im Zusammenhang. Also dranbleiben. Gut, dann würde ich sagen, wir starten direkt mit unserem ersten Wort, oder? Sehr gern. Lass uns anfangen. Also, unser erstes Wort ist ein Adjektiv. Es lautet diplomatisch. Diplomatisch. Was bedeutet das genau auf Deutsch? Also, diplomatisch bedeutet, dass man klug und vorsichtig mit anderen spricht. Man versucht, Probleme mit Worten zu lösen und eben nicht mit Streit. Verstehe. Auf Englisch heißt das diplomatic. Genau, Diplomatik. Es klingt ja auch sehr ähnlich. Ja, fast gleich. Hast du da ein gutes Beispiel für unseren Alltag? Klar. Stell dir vor, du hast einen Konflikt mit deinem Nachbarn. Dann sagst du, wir müssen das Problem diplomatisch lösen. Ah, okay. Also ruhig bleiben und miteinander reden. Richtig, genau das ist es. Gut, das führt uns direkt zum zweiten Wort. Das ist ein Substantiv. Ja, nämlich die Verhandlung. Die Verhandlung. Was genau ist das? Eine Verhandlung ist ein offizielles Gespräch zwischen zwei Seiten. Das Ziel ist immer, eine Lösung für ein Problem zu finden. Auf Englisch ist das Negotiation. Genau, Negotiation. Und wie benutze ich das im Alltag? Ich bin ja kein Politiker. Das stimmt. Aber du kennst sicher die Gehaltsverhandlung, oder? Ah, natürlich, wenn ich mit meinem Chef spreche, weil ich mehr Geld verdienen möchte. Ganz genau. Du sagst dann, meine Verhandlung mit dem Chef war sehr erfolgreich. Sehr gutes Beispiel. Also man spricht miteinander, um sich zu einigen? Richtig. Und manchmal tun sich dafür auch mehrere zusammen. Das ist unser drittes Wort. Ah, okay. Das dritte Wort ist auch ein Substantiv, das Bündnis. Das Bündnis. Kannst du das einfach erklären? Klar, ein Bündnis ist ein Zusammenschluss von Menschen, Firmen oder Ländern. Okay. Sie arbeiten zusammen, weil sie gemeinsame Ziele haben. Sie helfen sich gegenseitig. Die englische Übersetzung dafür ist Alliance. Genau, Alliance. In den Nachrichten hört man oft von der NATO. Das ist ein Bündnis, oder? Richtig. Aber im Alltag kann man auch sagen, die zwei kleinen Firmen haben ein Bündnis geschlossen, um stärker zu sein. Aha. Also nicht nur in der Politik. Nein, überhaupt nicht. Ein Bündnis gibt es auch im Geschäftsleben. Verstehe. Aber was passiert, wenn man sich nicht einig wird? Da kommen wir zu Wort Nummer 4. Oh ja, das ist ein Verb. Das Wort lautet drohen, domen, genau. Jemanden bedrohen oder jemandem drohen bedeutet, man sagt, wenn du das nicht machst, passiert etwas Schlimmes. Ah, okay. Auf Englisch heißt das to threaten. Richtig, to threaten. Und da es ein Verb ist, müssen wir uns die Perfektform anschauen. Ja, die Perfektform ist, hat gedroht. Hat gedroht, okay. Hast du ein Alltagsbeispiel? Ja, denk wieder an den Nachbarn. Der Nachbar hat mir mit der Polizei gedroht, weil meine Musik zu laut war. Oh je, das ist dann wirklich nicht mehr diplomatisch. Nein, absolut nicht. Da ist die Verhandlung gescheitert. Okay, also drohen, perfekt, hat gedroht, Englisch to threaten. Genau. Und wenn das auf politischer Ebene passiert, wird es oft sehr ernst. Ja, leider. Und das bringt uns zu unserem 5. Wort. Es ist wieder ein Adjektiv, militärisch. Militärisch. Das bedeutet alles, was mit der Armee, mit Soldaten oder mit Krieg zu tun hat. Die englische Übersetzung ist ganz einfach, military. Richtig. Wie verwenden wir das in einem einfachen Satz? Man könnte sagen, viele hoffen, dass es keine militärische Lösung gibt, sondern eine friedliche. Ja, das ist ein sehr aktueller Satz in den Nachrichten. Leider ja. Es ist ein Wort, das man fast jeden Tag hört.
Das 6. Wort passt auch genau dazu. Es ist das Adjektiv bewaffnet. Bewaffnet. Das bedeutet ganz einfach, jemand trägt eine Waffe. Okay, also auf Englisch armed. Genau, armed. Ein Beispiel wäre: Der Polizist an der Grenze ist schwer bewaffnet. Ja, perfektes Beispiel. Man nutzt es für Menschen, aber auch für Konflikte. Ach so. Wie meinst du das? Man spricht in den Nachrichten oft von einem bewaffneten Konflikt. Das heißt, die Seiten benutzen Waffen. Ah, verstehe. Also nicht nur Diskussionen, sondern echte Gewalt. Richtig. So, jetzt kommen wir zu einem Verb, das sehr, sehr häufig ist. Wort Nummer 7, liefern. Oh ja, liefern. Ein super wichtiges Wort. Was heißt das genau? Es bedeutet, dass man Sachen oder Waren zu jemandem bringt. Die englische Übersetzung ist to deliver oder to supply. Genau. Und die Perfektform von liefern ist hat geliefert. Hat geliefert. Ja. In den Nachrichten hört man gerade oft, das Land hat Waffen an die Ukraine geliefert. Mhm, ja. Aber im Alltag bestelle ich mir eher eine Pizza. Richtig. Dann sagst du, der Bote hat die Pizza sehr schnell geliefert. Das ist ein viel schöneres Beispiel. Ja, finde ich auch. Aber das Wort ist eben für beides da. Okay, Wort Nummer 8 ist auch ein Verb. Unterstützen. Unterstützen. Das ist ein sehr positives Wort, finde ich. Mhm. Es bedeutet, dass man jemandem hilft, vielleicht mit Geld, mit Kraft oder einfach mit netten Worten. Genau. Auf Englisch heißt das to support. To support. Und wie ist die Perfektform? Die Perfektform ist hat unterstützt. Hat unterstützt. Mhm. Zum Beispiel, meine Freunde haben mich bei meinem Umzug toll unterstützt. Ah, das ist gut. Und in den Nachrichten? Da heißt es dann oft, die Regierung hat die armen Familien finanziell unterstützt. Verstehe. Das ist wirklich ein Wort, das man jeden Tag brauchen kann. Absolut. So, wir haben schon 8 Wörter gelernt, das ist eine Menge. Ja, und wir sind jetzt genau in der Mitte unseres Podcasts angekommen. Richtig. Und deshalb möchten wir euch kurz etwas sagen. Wenn euch unser Podcast beim Deutschlernen hilft, dann abonniert gern unseren Kanal und gebt uns einen Daumen nach oben. Genau, das freut uns sehr und es unterstützt uns wirklich sehr bei unserer Arbeit. Unterstützen, da haben wir das Wort gleich benutzt. Haha, stimmt, sehr gutes Praxisbeispiel. Also, lasst uns direkt weitermachen. Wort Nummer 9 ist das Adjektiv betroffen. Betroffen. Mhm. Was bedeutet das? Wenn man von einem Problem betroffen ist, heißt das, man spürt die negativen Folgen direkt. Ah, okay. Also man leidet darunter. Genau, die englische Übersetzung ist affected. Affected. Hast du ein Beispiel für uns? Ja, in den Nachrichten hört man oft, von dem Hochwasser sind viele Menschen betroffen. Das bedeutet also, das Wasser ist in ihren Häusern, sie haben Probleme. Richtig, sie sind betroffen. Man kann es aber auch für Gefühle benutzen, oder? Ja, genau. Man kann sagen, ich war sehr betroffen, als ich die traurige Geschichte gehört habe. Mhm. Also emotional berührt. Exakt. Gut. Das 10. Wort ist leider auch oft traurig. Es ist ein Substantiv. Die Flucht. Die Flucht. Das bedeutet, man muss seine Heimat oder sein Zuhause schnell verlassen. Weil es dort zu gefährlich ist. Genau. Zum Beispiel wegen eines Krieges. Auf Englisch ist das Flight oder Escape. Escape. Mhm. Ein Beispielsatz wäre: Millionen Menschen aus dem Gebiet sind auf der Flucht. Das hört man leider sehr oft in den Nachrichten. Ja, das ist leider die Realität für viele betroffene Menschen. Und wenn Menschen mit politischen Entscheidungen nicht einverstanden sind, tun sie das, was Wort Nummer 11 beschreibt. Richtig. Das 11. Wort ist das Verb protestieren. Protestieren. Das bedeutet, man geht auf die Straße und sagt laut, dass man gegen etwas ist. Auf Englisch heißt das to protest. Genau, to protest. Und die Perfektform Die Perfektform ist hat protestiert. hat protestiert. Zum Beispiel, gestern haben tausende Menschen auf dem Marktplatz protestiert. Das passiert ja in einer Demokratie sehr häufig. Absolut, das ist ein wichtiges Recht, man darf seine Meinung sagen und protestieren. Manchmal geht es bei Protesten auch darum, dass man etwas sehr falsch findet. Ja, genau. Und da sind wir bei Wort Nummer 12. Das ist das Verb verurteilen. Verurteilen, das klingt schon sehr ernst. Ja, das ist es auch. Es hat eigentlich 2 Bedeutungen. Mhm, erklär mal. Einmal bedeutet es, dass man öffentlich sagt, diese Tat ist moralisch völlig falsch. Okay, auf Englisch to condemn. Genau. Zum Beispiel, der Politiker hat den Angriff scharf verurteilt. Ah, verstehe.
Und die zweite Bedeutung? Die zweite Bedeutung kommt vom Gericht. Ein Richter gibt jemandem eine Strafe. Das wäre dann auf Englisch to sentence. Richtig. Und wie ist die Perfektform von verurteilen? Die Perfektform ist hat verurteilt. Hat verurteilt, also zum Beispiel, der Richter hat den Dieb verurteilt. Perfekt. Genau so nutzt man es. Okay, das 13. Wort ist die Sanktion. Die Sanktion. Das ist ein Substantiv, das man wirklich fast nur aus den Nachrichten kennt. Ja, das stimmt. Es bedeutet eine wirtschaftliche oder politische Strafe für ein ganzes Land. Also auf Englisch Sanction. Genau, Sanction. Kannst du erklären, wie das funktioniert? Wenn ein Land sich falsch verhält, sagen andere Länder zum Beispiel, wir verkaufen euch kein Öl mehr oder wir kaufen nichts mehr von euch. Ah, sie wollen das Land also unter Druck setzen. Richtig. Der Beispielsatz dazu ist, die neue Sanktion trifft die Wirtschaft des Landes sehr hart. Verstehe. Es ist wie eine Strafe, ohne militärisch zu werden. Genau das ist das Ziel einer Sanktion. Okay. Dann kommen wir zum vorletzten Wort. Nummer 14 ist der Widerstand. Der Widerstand. Auch ein starkes Wort. Was bedeutet es? Es bedeutet, dass man sich gegen einen Druck oder gegen eine Herrschaft von außen aktiv wehrt. Man macht also nicht einfach, was die anderen wollen. Genau. Auf Englisch ist das Resistance. Resistance. Ein Beispiel aus dem Alltag. Die Bürger leisten Widerstand gegen den Bau der neuen Autobahn. Ah, also sie organisieren vielleicht einen Protest. Richtig, sie protestieren, sie sammeln Unterschriften. Das ist alles Widerstand. Sehr anschaulich. So, und jetzt sind wir schon bei unserem 15. und letzten Wort für heute. Wahnsinn, wie schnell das ging. Ja, das letzte Wort ist ein Adjektiv und es heißt unabhängig. Unabhängig. Ein sehr schönes und wichtiges Konzept. Was heißt das genau? Es bedeutet, dass man frei ist. Man kann selbst entscheiden und wird nicht von anderen kontrolliert. Die englische Übersetzung ist independent. Genau, independent. Hast du ein politisches und ein alltägliches Beispiel für uns? Ja klar. Politisch sagt man oft, das Land kämpft darum, ein unabhängiger Staat zu bleiben. Also ohne fremde Kontrolle. Richtig. Und im Alltag, wenn du jung bist und deine erste eigene Wohnung hast, dann sagst du, ich verdiene mein eigenes Geld, ich bin jetzt endlich unabhängig von meinen Eltern. Das ist ein tolles Beispiel, das kennt fast jeder, oder? Ja, das ist ein tolles Gefühl, unabhängig sein. Okay, das waren unsere 15 Wörter. Wahnsinn, haben wir alle geschafft. Ja, wir haben alle durch. Aber jetzt müssen wir noch prüfen, ob ihr auch wirklich gut aufgepasst habt. Genau, jetzt kommt nämlich unsere Mini-Story. Richtig. Wir haben ja am Anfang versprochen, dass wir am Ende eine Geschichte erzählen, in der alle 15 Wörter vorkommen. Hört euch die Geschichte gut an, sie dauert nicht lange, ungefähr 1,5 bis 2 Minuten. Achtet einfach darauf, wie die Wörter ganz natürlich im Zusammenhang benutzt werden. Bist du bereit? Ich bin bereit. Lass uns die Story erzählen. Okay, los geht's. Es ist Sonntagvormittag. Anna sitzt am Küchentisch und trinkt Kaffee. Nächste Woche sind Wahlen in ihrem Land und sie informiert sich noch einmal gründlich. Sie öffnet die Nachrichten-App auf ihrem Handy. Gleich der erste Artikel ist ernst. Es geht um einen Nachbarstaat. Ein großes Land hat diesem kleinen Staat gedroht. Alle hofften auf eine diplomatische Lösung. Aber leider war die letzte Verhandlung zwischen den Regierungen völlig erfolglos. Jetzt berichten die Journalisten leider von einer militärischen Eskalation in der Region. Anna liest, dass viele Gruppen dort nun schwer bewaffnet sind. Es ist kein friedlicher Ort mehr. Aber der kleine Staat ist nicht ganz allein. Andere befreundete Länder haben ein starkes Bündnis gebildet. Dieses Bündnis hat sofort wichtige Hilfsgüter und Medikamente an die Grenze geliefert. Sie haben auch öffentlich gesagt, dass sie das Land weiter unterstützen werden, wo sie nur können. Anna sieht Fotos von Familien. Viele Kinder und alte Menschen sind von dieser Krise furchtbar betroffen. Aus Angst vor Wald sind momentan tausende Menschen auf der Flucht in die Nachbarländer. Auch in Annas Heimatstadt haben gestern Abend Menschen auf dem großen Platz protestiert. Die Leute dort hielten Schilder hoch. Sie haben die sinnlose Gewalt ganz klar verurteilt. Die Politiker in Annas Land diskutieren jetzt darüber, ob eine strenge wirtschaftliche Sanktion gegen den Angreifer helfen könnte. Trotz der Angst zeigen die Menschen in dem betroffenen Staat einen unglaublichen Widerstand. Sie wollen sich nicht unterkriegen lassen. Ihr größter Wunsch ist es, weiterhin friedlich und vor allem unabhängig zu leben.
Anna legt ihr Handy weg und atmet tief durch. Sie nimmt ihre Wahlunterlagen in die Hand. Dir ist jetzt klar, es ist ein Privileg, in Frieden zu wählen. Sie weiß jetzt ganz genau, wem sie nächste Woche ihre Stimme geben wird. Ja, das war unsere Mini-Story. Habt ihr alle 15 Wörter erkannt? Das war gar nicht so leicht, so viele wichtige Wörter in eine kurze Geschichte zu packen. Aber ich finde, man sieht daran sehr gut, dass man diese Begriffe wirklich im echten Alltag braucht. Auf jeden Fall. Wenn man die Nachrichten liest oder mit Freunden über Politik spricht, kommt man ohne diese Wörter kaum aus. Genau, so ist es. Und jetzt seid ihr dran. Richtig. Wir wollen, dass ihr aktiv werdet. Schreibt eigene Sätze mit den neuen Wörtern in die Kommentare. Wir lesen uns das immer sehr gerne durch. Und vergesst nicht, abonniert den Kanal und gebt einen Daumen nach oben. Ganz genau. Und morgen geht es direkt weiter. Oh ja. Morgen sprechen wir über ein sehr spannendes Thema. Weltraum und Planeten. Das wird sicher fantastisch. Also, schaltet wieder ein. Vielen Dank fürs Zuhören. Viel Erfolg beim Deutschlernen. Bis morgen bei Alltag Deutsch Podcast. Tschüss und einen schönen Tag noch.